Ja, hier sind nochmal Anna und Kathi zum Teil 3 der Reihe Leben ohne Strom. Der Grund, warum wir diese Videos gemacht haben, ist, um euch zu zeigen, was alles möglich ist, wenn man ohne Strom wirklich leben möchte. Also das ist der 3. Teil heute und im ersten Teil haben wir euch gezeigt, wie wir in 8 Jahre Afrika ein Leben ohne Strom geführt haben. Im 2. 6 Jahre Bulgarien und jetzt im 3. Teil schließen wir Bulgarien ab. Und ja. Wir zeigen euch hier die komplette Übersicht von Leben ohne Strom Teil 2 und Leben ohne Strom Teil 3. Im 2. Teil bearbeiten wir die Punkte 1 bis 5 und jetzt hier im 3. Teil die Punkte 6 bis 11. Wir wünschen euch viel Spaß beim Schauen. Punkt Nummer 6. Wasser. Da sind wir uns bestimmt alle einig, dass Wasser bei einem autarken Leben, ja eigentlich in jedem Leben, mit die Nummer 1 darstellt. Bereits vor 16 Jahren in Deutschland fingen wir an, unser Trinkwasser durch eine Osmosefilteranlage vom allgemeinen Chlor zu befreien. Bitte beachten, dauerhaft gefiltertes Wasser enthält auch keine Mineralien mehr. Das kann man allerdings durch das Hinzufügen von zum Beispiel Himalaya-Salz wieder ausgleichen. Als wir unser Dorf auf dem Bennerberg in Togo errichteten, hatten wir das große Glück, am Fuße des Berges eine natürliche Quelle zu haben, die auch in der Trockenzeit noch Wasser führte. In der Anfangszeit nutzten wir das Wasser so zum Trinken. Später fassten wir die Quelle ein und bauten ein kleines Quellhaus, um das wertvolle Trinkwasser sauber, rein und keimfrei zu halten. Regelmäßig reinigten wir das Quellhaus mit heißem Wasser und Essig, um die Keimfreiheit auch garantieren zu können. Über die selbstgebauten Wassertürme und den hydraulischen Widder haben wir euch bereits in unserem Video Leben ohne Strom Teil 1 berichtet. Das könnt ihr euch oben in der Infobox ansehen. In Bulgarien entstand unser neues Zuhause in dem fast verlassenen Dorf Odrinci an der griechischen Grenze. Ein großes Plus war der Weißfluss, der nur 500 Meter vom Dorf entfernt ist. Während wir zu Anfang in Zelten wohnten, waren wir im Sommer sehr dankbar dafür, uns jeden Abend im Fluss ausgiebig waschen zu können. Unsere Tiere fanden in dem Fluss ihre tägliche Trinkwasserquelle und teilweise pumpten wir sogar ein 1000-Liter-Fass voll, um unseren Garten mit dem Flusswasser bewässern zu können. Auch zum Gerben und Wollewaschen nutzten wir den Fluss, da man dafür viel Wasser braucht und oft ein besseres Endergebnis erzielt, wenn man Felle über Nacht einweicht. Der Fluss wusch das eingeweichte Gut während der Nacht direkt gut durch, aber das Gerben ist eine andere Geschichte und ein anderes Video, wenn ihr daran Interesse habt. Wir fingen an, die alten Brunnen des Dorfes wieder instand zu setzen. Einen Brunnen nutzten wir zur Gartenbewässerung, da er nicht das ganze Jahr über Wasser zur Verfügung stellte. Aus diesem Grunde war er für Trinkwasser nicht geeignet. Der Grundwasserspiegel in dieser Region muss nach dem Verlassen des Dorfes in den 90er Jahren gesunken sein, denn laut Angaben unserer 86-jährigen Nachbarin führte damals noch jeder Brunnen ganzjährlich Wasser. Weiter tüftelten wir ein System aus, bei dem wir einen 1000-Liter-Tank auf einer erhöhten Plattform anbrachten, um den Eigendruck des Wassers zu nutzen. Genauer gesagt auf einem alten Haus, das nicht mehr genutzt wurde. Wir pumpten Brunnenwasser nach oben in den 1000-Liter-Tank. Wenn gegossen wurde, reichte der Eigendruck des Wassers, der durch den erhöhten Ablaufpunkt gewährleistet wurde, um den Gartenschlauch laufen zu lassen. Einen anderen Brunnen reinigten wir komplett. Er wurde von innen von Schlamm und jeglichem Unrat befreit. Anschließend wurde die typische Brunnenerhöhung neu gemauert und eine Abdeckplatte aus Holz mit Dichtungen angebracht, damit keine Insekten oder andere Kriechtiere das Wasser verunreinigen konnten. Zur Reinigung musste stets einer von uns den 11 Meter tiefen und ca. 1 Meter breiten Schacht nach unten klettern. Eine extreme Erfahrung, da es nicht nur erheblich kälter dort unten war und sehr eng, sondern es nach einiger Zeit auch Probleme mit der normalen Atmung gab. Mittels einer einfachen Kolbenpumpe konnte man entweder alleine oder, um es leichter und schneller zu machen, zu zweit Wasser nach oben befördern. Die Hebelbewegung nach oben und unten pumpte das Wasser an die Oberfläche. Bei jedem neuen Mal Wasser holen pumpen wir gut 20 Liter ab, die wir für den Garten nutzten, da dieses Wasser in der Leitung stand und wir es nicht trinken wollten. Das anschließend nach oben beförderte wertvolle Trinkwasser wurde in 5 Liter Glasbehälter aufgefangen. Vor dem Trinken wurde es mindestens 1 Stunde im Tageslicht stehen gelassen, um es die nötigen Sonnenkristalline aufnehmen zu lassen. Diesen für uns wertvollen Brunnen, der uns absolut unabhängig von der städtischen Wasserleitung und von Chlor machte, warteten wir alle paar Wochen und sahen nach dem Rechten. Außerdem fingen wir an, selber nach Wasser zu bohren. Wir errichteten Holzkonstruktionen und bauten unsere Bohrer aus Metall selber. Je nach Tiefe wurde der Bohrer durch Hinzunahme von Stangen verlängert und mehrere Personen halfen mit, den Bohrer zu bewegen. Nach einigen Drehbewegungen wurde die Bohrstange wieder hochgezogen.
die gelockerte Erde und Steine auf einen Haufen geschüttet und weiter ging's. Bis zu 16 Meter schafften wir mit dieser Methode. Auf unserem Segelschiff der Stahlratte ging es nach dem Leben in Odrinci um einiges technischer zu, was nicht in dieses Video passt, wir es aber der Vollständigkeit halber noch kurz anschneiden möchten. Dort gewannen wir unser Trinkwasser mit Hilfe einer Entsalzungsanlage durch Umkehrosmose. Die Anlage schaffte 180 Liter die Stunde und wurde größtenteils vollständig mit Solarstrom betrieben. Punkt Nummer 7. Arbeit dank und mit Tieren. In all den Jahren haben wir gelernt, dass Tiere viel mehr sind als bloße Vier- oder Zweibeiner. Sie sind uns wahre Freunde geworden und wer die Tiere seines Umfeldes, vor allem die, für die man Verantwortung übernommen hat, gut beobachtet, der kann auch viel über sich selbst lernen. Erfahrung mit Tierherden haben wir bereits in Togo gesammelt, wo wir rund 300 Zebu, Budali, Ndama und Montpellier-Rinder, 150 Esel, 80 Pferde, 70 Dromedare, Ziegen, Schafe, Hühner, Puten und Perlhühner hatten. In Bulgarien haben wir uns im Laufe der Zeit eine Ziegenherde aufgebaut, die eine stabile Gesundheit, eine gute, aber nicht übertriebene Milchleistung hatte und deren lange Haare nutzbar waren, wenn die Ziege denn welche hatte. Ich will darauf hinaus, dass die Besonderheit eben in den unterschiedlichen Tieren und den unterschiedlichen Rassen lag. Ob spanische Ziegen, Anglo-Nubier, bulgarische weiße Milchziege oder frei heraus tiefste Dorfpomeranze. Bei uns war alles vertreten und das war auch gut so. Die Tiere gaben uns genug Milch, um daraus Joghurt, Kefir, Sahne, Butter und Käse höchster Qualität produzieren zu können. Sie hielten unsere Pachtflächen frei. Wir nutzten die langen Haare und sie beschenkten uns mit Nachwuchs, der die Herde vergrößerte. Durch das tägliche Hüten kam immer jemand raus in die Natur. Man setzte sich mit den Tieren auseinander, mit der Natur um sich herum und auch mit sich selbst. Mit dem natürlichen Gang der Herde lernten wir jeden Winkel um unser Dorf Odrinci kennen. Eine Zeit lang hatten wir eine Rinderherde, die wir für einen Freund übernommen hatten, der nicht wusste, was er mit seinen Tieren machen sollte, da er keine Zeit und keinen Pfleger mehr für sie hatte. Unsere Wasserbüffel vermittelten uns ein neues Gefühl von Sanftmut und Vertrauen. Die großen, massigen Riesen ließen sich auf den Boden fallen und wie Hunde kraulen. Sie genossen die Streicheleinheiten mit ihren gut 600 Kilo sehr. Auch diese sanften Riesen wurden täglich gehütet. Sie geben eine besonders fettreiche Milch, die super zum Buttern und Käsen ist. Unsere thrakischen Feinfließschafe hielten wir wegen ihrer weichen, kratzarmen Wolle. Außerdem gibt es diese alte Nutztierrasse nicht mehr oft, weshalb wir gerne bei dem Erhalt helfen wollten. Unsere Gänse gaben wir nach einer gewissen Zeit in andere Hände ab, da wir sie nicht rein als Fleischlieferanten halten wollten. Wir nutzten ihre Eier und sie hielten unsere Grundstücke frei, da sie alles abgrasten. Außerdem sind Gänse super Wachtiere, ehrlich wie Hunde und haben einen ausgesprochen eigenen Charakter für solch kleines Federviech. Unsere Kinder haben sie sehr ans Herz geschlossen, als gute Eltern und einzigartige Persönlichkeiten. Hühner bilden bei uns eine Kreislaufwirtschaft. Wir sind froh, dass sie Ungeziefer und Reste emsig verzehren. Dafür bekommen wir Eier zurück, die wir als Eiweißlieferanten sehr zu schätzen wissen. Unsere Pferde hielten ebenfalls flächenfrei, aber vor allem lieben wir sie für genau die Art, die Pferde eben haben. Es können echte Freunde werden. Das hat man gut an dem Holzrücker Wallach Remos gesehen, der zurückgezogen, scheu und leicht aggressiv reagierte, als er neu zu uns kam. Nach ein paar Wochen wuchs das Vertrauen und er erkannte, dass wir ihm nichts Böses wollten. Remos und Darkus waren unsere besten Arbeitspferde, die wir nach getaner Arbeit noch nicht mal feststricken mussten. Sie liefen oft frei durchs Dorf, um sich ihr Futter zu suchen, nachdem sie ihr Belohnungsfutter zur Stärkung nach getaner Arbeit bekommen haben. Kollegen eben, nicht einfach Tiere. Hier seht ihr, wie wir mit Pferden Gras und Luzerne mähen. Unser Ziel war es, komplett ohne Maschinen zu leben. Hier wird die angetrocknete Luzerne ebenfalls mit Pferden gewendet. Diese alten Maschinen suchten wir in ganz Bulgarien zusammen, um sie wieder herzurichten und zu nutzen. Ihr könnt gut sehen, dass wir das getrocknete Heu und die Luzerne teilweise lose gefahren und auf Hocken gelagert haben, ganz wie in alten Zeiten. In den Jahren, als es uns einfach zu viel wurde, weil wir noch Garten und Felder zu bewirtschaften hatten, haben wir uns vom Nachbarn eine Ballenpresse ausgeliehen, die auch das Lagern vereinfachte. So haben wir für unsere Tiere das Winterfutter und Einstreu gesichert. Kreislaufwirtschaft ist mit das Wichtigste bei einem natürlichen Leben. Und so haben wir bei jeder Getreideernte, Kichererbsen, Erbsenstroh etc. alles aufgehoben und gelagert zum Einstreuen oder Verfüttern im Winter. Basti in der Bredouille mit Wallach Vasco, der beim Pflügen gerne in schnellen Trab verfiel. Hier seht ihr Basti und Sven mit Wallach Remos unsere Kartoffeln häufeln.
Mit alten oder selbstgebauten Karren konnten wir Lasten immer gut transportieren und besonders Darkus und Remos sind einfach Kumpels geworden, deren Hilfe wir bei der Arbeit sehr zu schätzen wussten. Wenn sie mal ein paar Tage nicht im Einsatz waren, standen sie auch gerne mal am Zaun und wieherten, weil sie abgeholt werden wollten. Nichts mit Freiheit auf der Wiese, diese zwei waren froh, im Dienst mittendrin zu sein. Der Rest unserer Pferdeherde hatte einen ganzen Berghang für sich zur Verfügung und es war stets ein wunderschönes Bild, wenn die ganze Herde im Sonnenuntergang galoppierte. Auch zwei Esel lebten bei uns, die zwar ihrem Ruf gerecht stets ein wenig störrisch waren, aber auch sehr lieb und für die Kinder oder die Unerfahrenen unter uns einfacher zu handeln waren als die großen, schweren Pferde. All diese Tiere gaben uns eine unschätzbar große Sicherheit, viel mehr als Geld es einem geben kann. Punkt Nummer 8. Handarbeit. Nachdem wir uns eine kleine Dorfstruktur aufgebaut hatten, fingen wir auch mit Handarbeiten an. Wir zogen unsere Kerzen selber, arbeiteten uns tiefer in die eigene Seifenherstellung ein, die wir in Afrika schon begonnen hatten, versuchten uns am Gerben von Leder und Fellen und vor allem nahmen wir uns vor, eigene Stoffe und Kleidung herzustellen. Für uns war das eine Krone der Selbstversorgung, die wir noch nicht erreicht hatten, Kleidung selber herzustellen. Da Jürgen gelernter Weber ist, hat er wirklich Ahnung und wir besorgten einen alten bulgarischen Webstuhl, der wieder fit gemacht wurde. Es konnte losgehen. Die ersten Versuche des Aufbäumens etc. waren nervenaufreibend und dauerten wirklich lange, aber es wurde immer besser und wir bekamen Routine. Uns wurde bewusst, wie viel Arbeit auch nur ein Hemd sein kann und das alles mit einem bloßen Faden beginnt. Das Scheren. Die Garne werden vom Spulengestell aus auf den Scherbaum gewickelt, um die gewünschte Länge bzw. Breite der späteren Kette zu bestimmen. Das Aufbäumen. Der gesamte Zopf, die Kette wird in der exakten Reihenfolge ins Räderried einsortiert und auf den Kettbaum gewickelt. Wichtig, durchgehend sollte eine gleichbleibende Spannung zwischen den verschiedenen Naturgarnen herrschen. Von hier aus wird jeder einzelne Faden durch Schäfte und Ried gefädelt und die komplette Kette abgewebt. Bei uns variierte die Fadenanzahl der gesamten Kette von 350 bis 1200 Fäden je nach Garn. Zu guter Letzt folgt das Weben. Mit dem Schiffchen wird der Schussfaden von Hand hin und her geschossen, der individuelle Stoff entsteht. Und wieder kommt ein Faden zum Einsatz und aus Stoff wird praktische, gemütliche Kleidung. Der Stoff wurde sorgsam von Hand zugeschnitten. Anschließend wurde auf einer fußbetriebenen Nähmaschine Kleidung hergestellt. Hier zeigen wir euch ein paar Beispiele der selbstgemachten Stücke. Auch das Stricken und Häkeln wurde im Laufe der Zeit immer ausgefeilter. Außerdem haben wir eine alte Strickmaschine geschenkt bekommen, die wir wieder in Betrieb genommen haben und so feinen Strick für Kleidung erhalten haben, der per Hand gemacht ewig gedauert hätte. Um uns der Handarbeit widmen zu können, da ja der Webstuhl und andere Gerätschaften auch Platz brauchen, richteten wir uns über dem Gästebereich einen Raum dafür her. Mit der Zeit fingen wir an, auch Kämme, Becher, Anhänger und alles mögliche andere aus Holz selber herzustellen. In unserer Käserei hatten wir ein kleines Geschäft, in dem wir unser Selbstgemachtes auch verkauften. Zu guter Letzt seht ihr hier Anna, die sich das Körbeflechten in Bulgarien beigebracht hat. Vorzugsweise spät abends und nachts, wenn die Kinder am Schlafen waren. Auch Kulani ist ein Meister des Körbeflechtens. Er hat schon in Togo aus Palmzweigen Körbe geflochten und auf Märkten verkauft. Punkt Nummer 9. Unser Laufrad. Diese Errungenschaft brachte uns noch mehr Unabhängigkeit. Wir erinnerten uns an alte Laufräder, die wir in der Vergangenheit schon gesehen hatten. Wir kannten die Nutzung durch das Laufen von Tieren, aber es gab auch solche Räder, die durch die Kraft von Menschen genutzt wurden. Also erstellten wir unsere eigenen Baupläne und setzten unser Laufrad in die Tat um. Ca. 3,50 Meter im Durchmesser, aus Kiefernholz gebaut. Zuerst betonierten wir die Fundamente inklusive der Mulde, in die das Laufrad eingelassen werden sollte. Mittels Keilriemen wurde eine Mühle betrieben, die unser Mehl mahlte, oder eine selbstgebaute Dreschmaschine. Bastian entwickelte eine selbstgebaute Ölpresse, mit der wir aus Sonnenblumenkernen oder Raps unser eigenes Öl herstellten. Sprichwörtlich liefen wir für unser Essen. Je nachdem, was getan wurde, entstand mehr Widerstand, dann liefen wir zu zweit. Mit der Zeit entwickelten wir eine Technik, uns jede halbe Stunde oder Stunde einfach abzuwechseln, damit alles im Fluss bleiben konnte. Wenn man fit werden will, ist so ein Laufrad echt empfehlenswert. Damit wird man's. Punkt Nummer 10. Biogas und Biomeiler. Als wir von der Idee des Biomeilers hörten, waren wir erst unschlüssig. Schließlich muss einiges an Rohren eingesetzt werden, die eben aus Plastik sind. Auf der anderen Seite ist dieses lange nutzbar, also entschieden wir uns, es auszuprobieren. Schicht für Schicht legten wir Stroh, Sägespäne und Rohre übereinander und befeuchteten jede Schicht gut. Er funktioniert, indem das Wasser im Rohr durch die Fermentierung des Strohs und der Sägespäne erwärmt wird. Das Wasser erreichte in der Tat eine erstaunlich warme Temperatur und war besonders im Winter sehr nützlich zum Spülen, Waschen und Duschen.
Die Idee der Biogasanlage hatten wir, da durch unsere Tiere stets viel Mist anfiel. Wir nahmen eine indische Bauanleitung zum Vorbild und begannen mit dem Ausheben des Biogasanlagendoms, wo die Biomasse unter Sauerstoffausschluss fermentiert werden soll. Handarbeit mit Picke und Schaufel. Anschließend wurde das Ausscheidebecken für die fermentierte Masse und ein Einfüllbecken mit handbetriebenem Häcksler gemauert. Wir entschieden uns dazu, unsere eigenen Toiletten mit anzuschließen, die kurzerhand direkt daneben gebaut wurden. Das erspart den Fäkalientransport ungemein praktisch. Wenn man Tierfäkalien nutzen kann, kann man auch seine eigenen nutzen, wenn sie frei von Antibiotika etc. sind. Alle 2 Tage wurde Büffel- und Ziegenmist eingefüllt, der zusammen mit warmem chlorfreiem Wasser, das ein Biomeiler produzierte, verdünnt und der Gasanlage zugeführt wurde. Das Rühren mittels Stange, die von Hand gedreht wurde, sorgte dafür, dass Gas in ausreichendem Maße entstehen konnte. Wenn der Ausscheidungs- bzw. Fermentierbehälter voll war, könnt ihr hier im Bild unsere Klärpumpe sehen. Von Hand wurden die gewässerten Fäkalien in einen 1000-Liter-Tank befördert. Eines unserer Pferde zog diesen Behälter dann auf ein Feld und wir düngten damit den Boden. Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt, mit der eigenen Scheiße düngen? Naja, ob Büffel, Ziege oder Mensch, wir haben tunlichst darauf geachtet, dass dieses Feld dann noch Zeit zum Ruhen hatte, damit sich alles zersetzen kann. Ein Fehler, den wir gemacht haben, war, dass die Gasanlage höher als die Küche lag. Das Gasrohr führte also nach unten in die Küche. Nach oben wäre vorteilhafter gewesen, da Gas natürlicherweise nach oben steigt. Mittels Gas haben wir vorwiegend gekocht. Auch das Heizen mit Gas hatten wir in Planung, setzten das aber nicht mehr in die Tat um, weil wir Otrinzi verließen und weiter auf der Stahlratte lebten. Und wer sich fragt, wie es mit den Gerüchen so steht, dem können wir ganz ehrlich sagen, dass es beim Anzünden, wenn das Gas noch ungenutzt entweicht, nach Methangas riecht. Wie ein Hauch von Pups eben, aber das verfliegt sofort. Unser letzter Punkt, Nummer 11, die Zäune. Eigentlich kein großes Thema, aber da wir kilometerweise Zäune brauchten, alleine schon um Koppeln für Schafe, Ziegen, Pferde und Büffel zu haben, möchten wir es euch kurz zeigen. Da wir nicht dauerhaft Maschendraht kaufen wollten, fingen wir an, Zäune zu flechten, wie es die Bauern in alter Zeit auch getan hatten. Wir verankerten Stangen fest im Boden, die Halt gaben. Danach wurden dünnere Zweige eingeflochten und immer wieder fest nach unten gedrückt, um später Lücken zu vermeiden. Auch Eingangstüren und Tore bauten wir mit der Zeit selber. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das war der 3. Teil der Reihe Leben ohne Strom. Die anderen 2 Teile könnt ihr auf unserem Kanal und in der Videobeschreibung sehen. Ihr habt im Video erfahren, dass wir in Afrika gelebt haben, in Bulgarien gelebt haben und auch, dass wir über ein Jahr lang auf der Stahlratte auf einem Segelschiff gelebt haben. Wie ihr seht, sind wir momentan auf den Kanarischen Inseln. Und hier haben wir einen Garten, vorwiegend Handarbeit erstellt. Und wie wir das gemacht haben, das könnt ihr euch im Video Garten entstehen lassen mit Handarbeit angucken. Das findet ihr in der Infobox. Ja, wie schon gesagt, wir hoffen, es hat euch gefallen. Bleibt dabei. Bis dann. Ciao.